Argumente für den Veganismus, Argumente gegen den Veganismus. Wenn wir Argumente für den Veganismus suchen, dann bedeutet es ja, dass der Veganismus kein Normalzustand ist und dass wir Argumente dafür suchen, dass wir da hinkommen. Aber wenn wir Argumente gegen den Veganismus suchen, dann bedeutet das, dass der Veganismus für uns eine Gefahr ist. Also das ist ja etwas Positives. Na, dann lasst uns doch mal ein paar Argumente, die häufigsten Argumente, die sechs häufigsten Argumente gegen den Veganismus anschauen. Ich grüße euch. Heute schauen wir uns ein paar Argumente gegen den Veganismus an, und zwar die sechs häufigsten. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Gegenargumente ihr am häufigsten hört und welche ihr am nervigsten findet. Bevor wir anfangen, die meisten Gegenargumente, die wir jetzt behandeln, zielen auf eine vegane Ernährungsweise ab. Aber Veganismus ist mehr als nur eine Ernährungsweise. Lasst uns das nicht vergessen. Tiere fressen sich auch gegenseitig. Tiere dienen oft der Beleidigung. Du fauler Hund, du blöde Kuh, du dumme Sau. Wir werten andere ab durch den Vergleich mit Tieren. Tiere sind also minderwertig. Und das ist doch interessant. Wir brüsten uns damit, anders und besser zu sein als Tiere. Aber wenn es dann um den Tierkonsum geht, dann sind Tiere uns auf einmal eine Rechtfertigung. Ich meine, es ist doch gerade die Einsichtsfähigkeit, die uns Menschen auszeichnet, oder etwa nicht. Wir können stolz darauf sein, Moral und Ethik zu besitzen. Vor allem ist das Argument auch nicht zu Ende gedacht. Wir dürfen Tiere essen, weil sie sich gegenseitig essen. Okay, dann ist es doch nur konsequent, dass wir anderen Menschen ebenfalls Gewalt antun. Weil Tiere das ja auch machen. Denken wir das mal politisch. Schimpansen führen Angriffskriege gegen andere Schimpansen, also haben Nationalstaaten ja wohl das gleiche Recht. Wladimir Wladimirovich Putin gefällt das. Oder nehmen wir Löwen. Willst du einem Löwen verbieten, eine Antilope zu jagen, heißt es oft polemisch. Naja, Löwen haben nicht die Fähigkeit, ihre Handlungen zu reflektieren und darüber nachzudenken, was gut und was böse ist. Wie auch. Löwen schlafen 13 Stunden am Tag und sind damit beschäftigt, Revierkämpfe zu führen. Junge Löwen fordern alte heraus und wenn der junge Löwe gewinnt, tötet er die Nachkommen des Alten. Infantizid, Kindsmord. Ein Vorbild für uns Menschen? In der Logik des Arguments, Tiere fressen sich auch gegenseitig, schon. Veganismus widerspricht der Natur des Menschen. Was ist der Mensch? Nicht alles je nach ideologischer Position. Faul und egoistisch, sozial und empathisch, gierig und grausam, anpassungsfähig und vernünftig und so weiter. Die Wahrheit ist, der Mensch ist alles davon. Die sogenannte Natur des Menschen wird sehr stark durch die Gesellschaft bestimmt. Im Kapitalismus ist der Mensch egoistisch, gierig und darauf aus, zu tauschen und zu besitzen. Im Kommunismus ist der Mensch sozial, friedliebend und darauf aus, zu teilen. In einer Tierkonsumgesellschaft ist der Mensch Herrscher über Tiere und darf sie sich untertan machen. Und in einer veganen Gesellschaft wäre der Mensch ein Tier unter anderen, ohne das Recht, andere Tiere zu unterjochen. Nicht nur die Natur des Menschen macht eine Gesellschaft macht ebenso die Natur des Menschen. Das Argument ist an sich ziemlich ungenau. Was kann der Natur des Menschen widersprechen, obwohl es möglich ist? Wir können Häuser bauen, Gitarre spielen und Dad-Jokes erzählen. Das ist also im Einklang mit unserer Natur. Wir können aber nicht 10 Meter hoch springen oder Körperteile nachwachsen lassen, also zumindest noch nicht. Das ist entgegen unserer Natur. Aber gut, ich höre euch ja schon. Das Argument ist ja, der Mensch ist Allesesser, also soll er auch ein Allesesser sein. Und das ist ein klassischer Fehlschluss. Aus dem, was ist, folgt nicht das, was sein soll. Aus der Tatsache, dass ich 2 Fäuste habe, folgt nicht, dass ich diese für Gewalt einsetzen soll. Aus der Tatsache, dass meine Haare wachsen, folgt nicht, dass ich sie wachsen lassen soll. Die Natur gibt uns keine Werte vor. Die Natur zeigt nur, was möglich ist. Wir müssen also schon selbst entscheiden, wie wir leben wollen. Veganismus ist nicht zu 100% möglich. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich anscheinend abhängig gemacht hat vom Tierkonsum. Da ist es komisch, VeganerInnen vorzuwerfen, dass sie nicht 100% vegan leben können. Ich meine, ich kann auch den Kapitalismus kritisieren und trotzdem einkaufen und arbeiten gehen. Das macht mich ja nicht zu einem Heuchler. Ich finde diesen Drang nach Absolutheit und Reinheit ziemlich totalitär. Man macht hier genau das, was man VeganerInnen immer vorwirft. Alles oder nichts ist ein fragwürdiges Argument, um gar nichts zu verändern. Und es stimmt ja auch nicht, dass wir nicht zu 100% vegan leben können. Veganismus ist ein Prinzip, ein Ideal, an dem wir uns orientieren. Und an diesem Ideal können wir uns zu 100% orientieren. Wie weit wir das dann umsetzen können, das ist eine andere Frage. In der Definition des Veganismus heißt es aber,
So weit wie möglich und praktikabel. Das ist Flexibilität ohne Willkür. Aber ich möchte ein Zugeständnis machen. Die Frage ist zu stellen, wie weit wir die Bedürfnisse und Interessen von Tieren in einer veganen Gesellschaft berücksichtigen. Dass wir keine Schweine essen, kein Leder tragen und nicht unter Daunendecken schlafen werden, das ist klar. Aber ist Heimtierhaltung vereinbar mit dem Veganismus? Haben wir die Tiere im Wald in Ruhe zu lassen oder eine Pflicht, uns aktiv um ihr Wohlergehen zu kümmern? Wie werden Städte in einer veganen Gesellschaft aussehen? Wird es Futterstationen für Tauben und Ratten geben und entsprechendes Pflegepersonal? Veganismus führt zu Mangelerscheinungen und ist aufwendig. Wo sind sie? Wo sind die ganzen mangelernährten VeganerInnen? Sie müssten doch reihenweise umfallen wie Dominosteine, wenn Veganismus automatisch zu Mängeln führen würde. Sollte die Tierindustrie nicht ein Interesse daran haben, aufzuzeigen, wie ungesund Veganismus ist, wo also sind die entsprechenden Studien? Ich zum Beispiel lebe seit 15 Jahren vegan und meine Blutwerte sind top. Anekdotische Evidenz. Außerdem musst du Pillen schlucken und zehrst noch von deiner Zeit als Fleischesser. Calcium, Eisen, Protein. Um das durch eine vegane Ernährung zu bekommen, ist ein riesiger Rechercheaufwand nötig. Von knapp 2000 Befragten gaben 2023 42% an, Vitamin D ergänzt zu haben, Vitamin C 34% und Multivitaminpräparate 32%. Der Umsatz mit Nahrungsergänzungsmitteln lag 2022 für Apotheken bei knapp 3 Milliarden Euro. VeganerInnen machen 1% der Bevölkerung aus, sind also nicht verantwortlich für den Markt an Ergänzungsmitteln. Aber, zugegeben, B12 müssen wir VeganerInnen supplementieren, sowie Nicht-Vegane indirekt B12 supplementieren, da B12 dem Tierfutter zugesetzt wird. Und 1% VeganerInnen stehen 5 bis 7% Menschen mit Vitamin B12-Mangel gegenüber. Also B12. Das ist aber auch schon alles, individuelle Besonderheiten ausgenommen. Calcium, Eisen, Protein, Magnesium, Selen, alles in veganer Ernährung vorhanden. Muss man dafür viel recherchieren? Naja, das kommt darauf an, ob man das möchte. Ich frage mal so, interessiert die meisten Menschen, die nicht vegan leben, wie viel Eisen, Calcium und Jod sie bekommen? Wenn ja, ist der Aufwand bei einer veganen Ernährung nicht größer. Wenn nein, warum interessiert es die Menschen erst bei veganer Ernährung? Ich weiß, weil eine durchschnittliche omnivore Ernährung alle Nährstoffe abdeckt, aber eine vegane nicht. Angeblich. Das ist aber erstmal nur eine Behauptung. Ich bitte um Belege, dass eine durchschnittliche vegane Ernährung grundsätzlich schädlich ist. Und zum Aufwand, mittlerweile sind vegane Alternativprodukte in solchen Massen vorhanden, dass man nicht mehr 30 Kilometer zum nächsten Laden fahren muss, um Sojabohnen oder Seitan zu bekommen. Zum Speicher, ich finde das lustig. Erst hieß es, warte mal ab, in 5 Jahren zeigen sich dann die Mängel. Dann hieß es, warte mal ab, in 20 Jahren. Und neuerdings heißt es, warte mal ab, das zeigt sich dann erst in der nächsten Generation. Und irgendwann sind wir dann bei Adam und Eva. Aus Erfahrung kann ich sagen, aufwendig ist nicht körperlich gesund zu bleiben, sondern Diskussion darüber zu führen, ob eine vegane Ernährung gesund ist oder nicht. Mit Menschen, die das sonst auch nicht sehr interessiert. Und das ist mein voller Ernst und auch nicht abwertend gemeint. Vegan zu leben ist einfach, aber je nach sozialem Umfeld mit mehr oder weniger Spott und Ablehnung verbunden. Aber da gilt es sich dann zu fragen, stehe ich zu meinen Werten und setze sie auch um oder kusche ich vorm Gruppendruck? Vegane Ideologie und vegane Moralisierung oder vegane Nerven. Als ich den Kanal gegründet habe, war mir klar, dass früher oder später Hasskommentare oder zumindest abwertende Kommentare kommen würden. Was ich nicht erwartet hatte, dass solche Kommentare aus der veganen Ecke kommen würden. Also ja, ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass Vegane nerven können. Oder gemäß Sartre, die Hölle, das sind die anderen. Zum Ideologievorwurf. Aus der Ideologie kommen wir nicht raus. Ideologie bedeutet, Werte zu haben. Ohne Werte lässt es sich schlicht nicht leben. Wer nicht vegan leben möchte, weil er oder sie keiner Ideologie angehören möchte, den oder die muss ich leider enttäuschen. Es gibt kein Entkommen aus der Ideologie. Nun gibt es Menschen, die entscheiden sich für eine Ideologie und tragen diese dann mit stolz geschwellter Brust vor sich her und fühlen sich nicht nur bemüßigt, ihr eigenes Leben zu verändern, sondern das anderer Menschen gleich mit. Manche haben ein Überlegenheitsgefühl, das seinesgleichen suchen mag. Okay, aber müssen wir denn den Einfallspinseln Gehör schenken und ihnen die Öffentlichkeit überlassen? Bräuchten wir nicht gerade deshalb mehr VeganerInnen, die sich nicht für etwas Besseres halten? Ich finde es komisch, den Veganismus abzulehnen, weil ein paar seiner VertreterInnen stören. Ich persönlich unterscheide zwischen Person und Handlung. Ich kann Handlungen ethisch besser und schlechter halten, aber wieso sollte daraus folgen, dass ich mich selbst für einen besseren Menschen im Vergleich zu anderen halte? Drehen wir es doch mal um.
Warum stört es denn so viele, wenn VeganerInnen moralisieren, was auch immer das bedeuten mag, auftreten? Liegt hier vielleicht eine Projektion vor? Man sieht in anderen, was man selbst gerne wäre oder sieht, dass andere Recht haben. Weil man sich aber nicht ändern möchte, wertet man andere ab. So wie erklärte Schwulenhasser oft selbst schwul sind. Will heißen, oft sagen unsere Reaktion auf etwas oder auf jemanden mehr über uns selbst aus, als über die andere Person. Und wisst ihr, welche Worte ich noch nie geäußert habe? Du musst vegan leben. Veganismus ist Verzicht. Über alles lässt sich bekanntlich streiten, nur nicht über Geschmack. Und am Ende schlägt Geschmack Tierethik, Umweltethik, Menschenrechte und Klimakatastrophe. Das ist hart, aber es ist so. Wir sehen die Konsequenzen des Tierkonsums, ja, aber trotzdem gedeiht er prächtig. Nur Geschmack ist hochgradig geprägt durch unsere Kultur und durch unsere Erziehung. Geschmack ist kein Schicksal. In anderen Ländern rümpfen sie die Nasen darüber, dass wir Kühe essen, so wie wir die Nase darüber rümpfen, dass andere Insekten oder Meerschweinchen essen. Nun, es gibt mehr als genug Experimente, bei denen Menschen nicht genau wussten, was sie essen, und es hat ihnen trotzdem geschmeckt, wie Rach bei der Bundeswehr. Früher hieß es, vegan kommt aus dem Indianischen und heißt zu dumm zum Jagen. Jetzt soll es heißen, omnivor kommt aus dem Lateinischen und bedeutet zu unkreativ, um lecker vegan kochen zu können. Hier kann man also nur mit Andy Dufresne aus Die Verurteilten sagen, seid doch nicht so borniert, öffnet euch dem Neuen. Und wer Angst vor Chemie hat, dem sei die Zutatenliste einer Rindswurst ans Herz gelegt. 81% Rindfleisch, Zwiebel, Speisesalz, Gewürze, Dextrose, Aroma, Knoblauch. Soweit so gut. Konservierungsstoff, Natriumnitrit, Antioxidationsmittel, Natrium-L-Ascorbat, Ascorbinsäure, Stabilisator, Diphosphate, Triphosphat, Polyphosphat, Geschmacksverstärker, Mononatriumglutamat, essbarer Kollagendarm. Das ist brutal. Also appetitanregendes Anders, muss ich zugeben. Darauf erstmal eine schöne Seitanwurst. Ich verlinke euch die Zutatenliste. Das Ergebnis wird euch überraschen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht doch mal einen schönen Dad-Joke und denkt daran, dass wir den Tierkonsum überwinden müssen. Ist das eigentlich schon Moralisierung? Würde mich mal interessieren. Findet ihr das moralisierend, wenn ich am Ende sage, wir müssen den Tierkonsum überwinden? Okay, lasst uns mal ein Spiel machen. Ich lese jetzt Dad-Jokes, die ich noch nicht gelesen habe vorher. Und wenn ich lache, ist das Video zu Ende. Dürfte ja nicht lange dauern. Die Würde eines Mannes ist unten tastbar. Ist dir kalt, dann komm zu mir in die Ecke, hier sind 90 Grad. Naja, Stiftung Warentest hat Besteck getestet und das Messer hat am besten abgeschnitten. Eigentlich wollte ich ein Origami-Kurs belegen, aber kannst knicken. Was macht ein Security-Mann in einer Nudelfabrik? Pass da auf. Könntest du mir bitte meine Uhr aufheben? Nein, ich habe kein Urheberrecht. Naja, geht wieder nach unten. Es gibt Abendessen. Machst du den Tisch fertig? Klar, Tisch, du alter Misthacken. Soll ich dich fertig machen? Willst du paar auf die Glocken? Okay, gut, reicht. Als ich den Kanal gegründet habe, war mir durchaus klar, dass früher oder später Hasskommentare oder zumindest abwertende Kommentare kommen würden. Was ich nicht